didn't say intimately, I said romantically. Oh, I don't know. It's been a while. I've been resting up. Sie ist die Oscar-prämierte Ikone, die Göttin des Pop und die Moderenegaten, die Chinas Musik und Mode nachhaltig verändert hat. Allerdings hat sich Cher vor kurzem im Alter von 78 Jahren geoutet. Vereinfacht gesagt, können die Menschen nicht aufhören zu reden. Von ihrem auffälligen Aussehen bis hin zu der Art und Weise, wie sie unsere vorgefassten Meinungen über das Altern in Frage stellt. Ihr jüngster Auftritt hat Kritiker und Bewunderer gleichermaßen verblüfft. Eine kurze Umfrage. Glauben Sie, dass das Älterwerden nur eine Zahl ist? 1. Oder holt die Zeit einen immer ein? Egal welche Identität man hat, 0. Wir verfolgen die Ergebnisse in Echtzeit. Also hinterlassen Sie bitte Ihre Antwort in den Kommentaren. Wir wollen die Frau, die immer wieder die Regeln ändert, genauer unter die Lupe nehmen. Ebenso wie die erstaunliche Art und Weise, in der sie dies im Alter von 78 Jahren tut. Fangen wir an. Frühe Jahre und beruflicher Werdegang. Cher wuchs in einem unstabilen Haushalt auf. John Sarkisian und Georgia Holt, ihre Eltern, lernten sich kennen, als sie noch jung waren. John war ein Lastwagenfahrer, der für seinen Charme und sein gutes Aussehen bekannt war, und Georgia arbeitete in einem Donutladen in Fresno, Kalifornien. Sie heirateten in einer eiligen Zeremonie in Nevada, voller jugendlichem Optimismus und Spontaneität. Und ihre Liebe war kurz, aber stark. Aber die Dinge entwickelten sich nicht so, wie sie es erwartet hatten. Georgia erkannte bald, dass die Ehe nicht das war, was sie wollte, und reiste bald darauf ab. Nach langem Zureden entschied sie sich, es noch einmal für 3 Monate zu versuchen. Und noch vor diesem Zeitpunkt wurde sie mit Cher schwanger. Als Cher gerade 10 Monate alt war, ließen sich ihre Eltern für immer scheiden. Cher hatte keine enge Beziehung zu ihrem leiblichen Vater, aber sie war stolz auf ihr armenisches Erbe, das er ihr als wichtigen Teil ihres Wesens vermittelte. Ihre frühen Jahre waren von vielen Veränderungen geprägt, insbesondere von den zahlreichen Ehen ihrer Mutter. Der Schauspieler John Southall, Georgias 3. Ehemann, war die wichtigste Vaterfigur in Chers frühem Leben. Trotzdem endete die Ehe, als sie gerade 9 Jahre alt war. 2 der 7 Ehen von Georgia Holt waren mit dem biologischen Vater von Cher. In einem Interview aus dem Jahr 1978 erklärte sie, dass das Zusammenleben mit einer unverheirateten Person damals gesellschaftlich nicht akzeptiert wurde und sie sich unter Druck gesetzt fühlte, verheiratet zu sein, um ihr Ansehen zu wahren. Chers frühe Jahre waren daher geprägt von Umwälzungen, zahlreichen Wohnsitzen, mehreren Lebensgefährten und einem Mangel an dauerhafter Stabilität. Finanzielle Probleme waren an der Tagesordnung, denn ihre Mutter versuchte sich an einer Karriere als Schauspielerin und Sängerin, war aber nie dauerhaft erfolgreich. Im Alter von 2 Jahren verschlechterte sich Chers Situation so sehr, dass ihre Mutter sie für einige Wochen in einem katholischen Waisenhaus unterbringen musste, während sie nach einer festen Arbeit und einer Wohnung suchte. Während ihre Mutter kämpfte, um über die Runden zu kommen, verbrachten Cher und ihre Halbschwester auch viel Zeit bei ihren Großeltern, zwischen denen sie oft hin und her pendelten. Ihre frühen Jahre waren sowohl in emotionaler als auch in finanzieller Hinsicht eine Herausforderung. In einem Interview mit Vanity Fair aus dem Jahr 2010 erzählte Cher, dass sie sich für ihre alten Klamotten schämte und oft getadelt wurde, weil sie ihre Schuhe beschädigte, da sich die Familie keine neuen leisten konnte. Sie erinnert sich daran, dass sie ihre Schuhe mit Gummibändern zusammenhalten musste, nur um zur Schule gehen zu können. Unerwartete Kontraste waren ebenfalls vorhanden. In der einen Woche lebten sie in Beverly Hills, in der nächsten aßen sie Bohnen und Eintopf aus der Dose. Für die junge Cher, die zwischen ihren Träumen und der harten Realität des Lebens gefangen war, zeichneten diese plötzlichen Veränderungen ein kompliziertes Bild der Existenz. Obwohl diese frühen Erfahrungen unangenehm und unbekannt waren, trugen sie dazu bei, die Stärke,
das Durchhaltevermögen und die Tiefe zu formen, die später die von der Welt respektierte Frau ausmachen sollten. Widersprüche waren das Markenzeichen von Chers Teenagerjahren. Sie fühlte sich unter ihren Freunden wie eine Außenseiterin, trotz ihres attraktiven Aussehens und ihres lebhaften Auftretens. In ihr brodelte eine leidenschaftliche Fantasie. Sie würde eines Tages berühmt werden. Cher entschied bereits, wo sie leben, was sie anziehen und wie sie vor Tausenden von Menschen auftreten würde, während andere Kinder mit ihrer Ausbildung oder ihrem sozialen Leben beschäftigt waren. Kurz gesagt, ihr Herz hing nicht an der Ausbildung, aber der Ehrgeiz war nicht der einzige Faktor. Cher war tatsächlich lernbehindert, was ihr schulisches Leben zusätzlich erschwerte. Wegen ihrer Lese- und Schreibschwäche wurde sie in einer Zeit, in der wenig darüber bekannt war, oft missverstanden. Bestimmte Themen fielen ihr leicht, während sie andere als schwierig empfand. Auf ihren Zeugnissen stand häufig, dass sie ihr Potenzial nicht ausschöpfen würde, was das System, in dem sie sich bereits fehl am Platz fühlte, noch mehr belastete. Als Cher 16 Jahre alt war, traf sie in ihrem 11. Schuljahr eine mutige Entscheidung. Um ihrer Leidenschaft zu folgen, verließ sie die Schule. Mit ihren Ambitionen und ihrem Engagement zog sie nach Los Angeles um. Dort lernte sie den Veteranen des Musikgeschäfts Sonny Bono kennen. Ihre Beziehung war zunächst platonisch und praktisch. Cher begann als Dienstmädchen in seiner Wohnung zu arbeiten, aber mit der Zeit kamen sie sich näher. Der folgende Lebensabschnitt sollte von ihrer Beziehung geprägt sein. Sie entwickelten eine musikalische Verbindung, die das Wesen einer ganzen Generation einfing. Ihr Hit I Got You Babe wurde zu einem kulturellen Phänomen und zu einer Hymne auf Harmonie und Liebe in den turbulenten 1960er Jahren. Durch ihre einzigartige Verbindung wurden Sonny und Cher bekannt. Mit Hits wie Baby Don't Go und The Beat Goes On steigerten sie ihren Bekanntheitsgrad. Als ihr Bekanntheitsgrad rapide anstieg, beschloss die Gruppe, sich als Filmemacher zu versuchen. Sie hatten zwar einen Auftritt in der Komödie Good Times von 1967, doch der Film wurde dem Hype nicht gerecht. Unbeeindruckt davon setzten sie ihre Hoffnungen auf Chastity, ein eher dramatisches Projekt, das Sonny für Cher schrieb und produzierte. Die Ergebnisse waren jedoch sowohl in künstlerischer als auch in finanzieller Hinsicht enttäuschend und brachten beide Parteien in arge Bedrängnis. Ihr weicher Folk-Pop-Sound begann experimentelleren Klängen zu weichen, während sich gleichzeitig die Musiklandschaft veränderte. Die Popularität von Sonny und Cher nahm ab, da sich die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf andere Dinge verlagerte. Chers Reise vom Pop zur Bühne. Sie wählten einen anderen Weg. Um sich anzupassen, sie traten live in Las Vegas auf. Sie erfanden sich als Entertainer auf der Bühne neu, indem sie Humor und Musik miteinander verbanden, um eine neue Persönlichkeit abseits des Rampenlichts des Studios zu formen. Chers Leben in dieser Zeit war geprägt von Neugierde, Veränderung und Stärke. Es war eine bedeutende Veränderung, die ihre Wandlung von Popchart-Idolen zu versierten Theaterschauspielern zeigte. Auch wenn diese Wende notwendig war, so war sie doch unerwartet der Beginn von etwas Neuem. Ironischerweise wurden sie durch ihre Las Vegas Lounge-Nummer, die Musik, geistreiche Unterhaltung und scharfe Comedy beinhaltete, wieder ins Rampenlicht gebracht. Ihre einzigartige Dynamik, vor allem Chers bissige, witzige und kluge Konter, verlieh der Aufführung ihren besonderen Reiz. Die Abwechslung wurde vom Publikum geliebt. Und auch das Fernsehen wurde schnell aufmerksam. 1971 feierte die Sonny and Cher Comedy Hour ihr Debüt und wurde sofort bekannt. Ihre Verbindung, ihr Humor und ihre klassische Musik begeisterten die Zuschauer im ganzen Land. Doch hinter den Kulissen ließ die persönliche Beziehung der beiden nach. Ihre emotionale Distanz war gewachsen, obwohl sie beide ein Privatleben außerhalb ihrer Ehe führten. Cher dachte später darüber nach, wie schwierig es war, so zu tun, als ob nichts wäre. Dennoch entschieden sie sich, zusammenzubleiben. Selbst diejenigen,
die ihnen am nächsten standen, waren nicht in der Lage, zwischen ihrem Privat- und ihrem Berufsleben zu unterscheiden, da sie im Interesse ihrer Karrieren, der öffentlichen Wahrnehmung und des Imperiums, das sie gemeinsam aufgebaut hatten, so eng miteinander verflochten waren. Sonny erklärte 1973 in einem Tagebucheintrag, dass die Aufrechterhaltung des Anscheins, ein Paar zu sein, eines der Dinge war, die alles andere zu dieser Zeit zusammenhielten. Aber es hat seinen Preis, eine solche emotionale Belastung zu ertragen. Es war eine Herausforderung, die Fassade bis 1974 aufrecht zu erhalten, kämpfen und Erfolg haben. Ihre offizielle Beziehung und Ehe endete 1975, nachdem Cher schließlich die Scheidung eingereicht hatte. Was folgte, war eine schwierige Zeit in Chers Leben und eine persönliche Trennung. Sie hatte sich jahrelang auf Sonny verlassen, um die finanziellen und wirtschaftlichen Aspekte ihrer Arbeit zu managen, wobei ihr Hauptaugenmerk auf der Performance lag. Aus diesem Grund befand sie sich in einer prekären finanziellen Situation, als ihre Ehe endete. Sie hatte viele finanzielle Verpflichtungen und sehr wenig, als sie die Ehe verließ. Für jemanden, der so viel in die Zusammenarbeit eingebracht hatte, nicht nur mit seinen Fähigkeiten, sondern auch mit jahrelangem Engagement, war es eine herzzerreißende Wendung der Ereignisse. Eine Ära ging zu Ende, als sie sich trennten. Auch wenn es der Beginn ihrer Solokarriere war, hatte sie einen hohen finanziellen und emotionalen Preis zu zahlen. Cher musste sich von einer Beziehung trennen, die sie mehr als 10 Jahre lang geprägt hatte und in dieser schwierigen Phase ihres Lebens nur mit ihrer Entschlossenheit, ihrer Stimme und ihrem Lebenswillen neu anfangen. Obwohl die Welt ihren Erfolg im Fernsehen miterlebte, wussten nur wenige von den Schwierigkeiten, die sie abseits des Bildschirms hatte. Als Chers Zusammenarbeit mit Sonny endete, stand sie an einem Scheideweg. Zum ersten Mal seit Jahren stand sie wieder allein im Rampenlicht. Ohne das Tandem, das sie berühmt gemacht hatte, hatte sie kein finanzielles Sicherheitsnetz, keinen Partner, auf den sie sich verlassen konnte, und eine Karriere, von der viele dachten, sie würde enden. Aber Cher, so wie sie war, ließ sich nicht unterkriegen. Sie startete ihre eigene Fernsehsendung, die einfach Cher hieß. Nachdem sie gehört hatte, dass sie ohne Sonny keinen Erfolg haben würde, war dies ein mutiger Schritt. Dennoch wurde die Show überraschend ein Erfolg. Wenn sie allein auftrat, liebte das Publikum sie und bewies damit, dass ihre Star-Power unabhängig von den anderen war. Sonny arbeitete zur gleichen Zeit an seiner eigenen Sendung, Sonny Comedy Review. Doch Sonnys Show hatte es schwer und wurde schließlich nach nur einer Staffel eingestellt, während Chers Programm florierte. Zuvor waren ihre beruflichen Wege so eng beieinander gewesen, doch plötzlich hatten sie sich auseinanderentwickelt. Cher hatte eine weitaus schwierigere musikalische Karriere, auch wenn sie aus dem Fernsehen bekannt war. Ihr Album Stars aus dem Jahr 1975 erreichte nur eine niedrige Chartposition und hatte wenig Erfolg. I'd Rather Believe in You. Ihr Nachfolgealbum von 1976 kam nicht in die Charts und schnitt noch schlechter ab. Trotzdem machte sie weiter. Ihr 1977 Album Cherished war schmerzlich zu erkennen. Sie versuchte ihr Bestes, aber das Album fand keinen Anklang bei den Hörern und schaffte es nicht in die Charts. Zusätzlich zu dieser Herausforderung begann sie eine musikalische Zusammenarbeit mit ihrem neuen Ehemann, Gregg Allman, einem Rockmusiker aus dem Süden. Das Album To the Hard Way, das All Man und Woman zugeschrieben wurde, wurde von ihnen aufgenommen. Aber die Platte begeisterte die Fans der beiden Musiker nicht gerade. Sie reagierte abweisend und der Schwung verflog schnell. 1978 schien die Karriere von Cher zu schwinden. Es folgte eine Zeit der Ungewissheit, als Warner Brothers ihren Vertrag schließlich auflöste. Ein stiller Kampf kennzeichnete diese Periode in Chers Leben, als sie versuchte, sich in einem Bereich, der oft gelobt wird, aber nur selten eine Neuerfindung zulässt, wiederherzustellen.
Es war sowohl ein Test ihrer Stärke als auch ihres Könnens. Sie hatte allen gezeigt, dass sie in der Lage war, persönlichen Kummer zu überwinden. Nun musste sie sich wieder aufrappeln. Dieses Mal von der Last ihrer beruflichen Rückschläge, die ihren Glanz zu trüben drohten. Kurz nachdem Cher die Scheidung von Sonny vollzogen hatte, nahm ihr Leben eine unerwartete Wendung. Im Jahr 1975 begann sie eine intensive Beziehung mit Gregg Allman, dem Frontmann der Allman Brothers Band und einem bekannten Südstaaten-Rockmusiker. Nur 3 Tage nach ihrer offiziellen Trennung von Sonny beschlossen sie und Gregg zu heiraten. Was als Neuanfang begann, wurde schnell zu einer sehr schwierigen Phase. 9 Tage nach der Hochzeit reichte Cher die Scheidung ein. Die Welt, die sie kannte, war ganz anders als die sie mit Gregg betrat. Eine Welt voller Lebensart, auf die sie nicht vorbereitet war. Es war ein plötzliches Aufeinanderprallen von 2 ganz unterschiedlichen Welten. Aber es gab noch Hoffnung. Gregg äußerte den Wunsch, sich zu verändern und mit Cher zusammenzuarbeiten, um etwas Bedeutendes zu schaffen. Er versuchte, die Risse zu kitten, die aus dem Nichts aufgetaucht waren. Ihre Beziehung war zwar noch nicht zerbrochen, aber sie war brüchig. 1 Monat später kam das Paar wieder zusammen, in der Hoffnung, wieder eine sinnvolle Beziehung aufbauen zu können. Aber die Herausforderungen blieben bestehen. Chers Ehe mit Gregg wurde 1976 weiter belastet, als sie sich entschloss, für eine Neuauflage ihrer Varieté-Show wieder mit Sonny zusammenzukommen. Es war schwierig, die Ehe fortzusetzen, da sie durch den Bekanntheitsgrad, die Distanz und den ungelösten Konflikt belastet war. Selbst als Gregg schließlich die Scheidung einreichte, war die Sache noch nicht zu Ende. Cher erfuhr bald, dass sie ein gemeinsames Kind erwartete. Diese Information änderte erneut die Richtung und gab ihrer Zusammenarbeit eine neue Richtung. Sie unternahmen einen weiteren Versuch, diesmal eine Familie zu gründen. Das Licht, das sie beide brauchten, kam von ihrem Kind, Elijah Blue. Doch die Reise war die ganze Zeit über angespannt. Das Paar bemühte sich nach Kräften, aber es gelang ihnen nie, die perfekte Harmonie zu finden. Als Cher Jahre später über diese Erfahrung nachdachte, drückte sie ihre Gefühle auf klare und eindringliche Weise aus. Obwohl sie eine enge Freundschaft verband, war ihre gemeinsame Zeit turbulent und hatte tiefgreifende Auswirkungen auf ihr beider Leben. Bei all dem blieb Cher elegant. Sie ging einen Schritt nach dem anderen und bewahrte sich ihre Erinnerungen, die guten wie die schlechten. Hinter dieser Geschichte steckte mehr als nur eine gescheiterte Ehe. Es ging darum, sich zu bemühen, Hoffnung zu haben und sich den harten Fakten zu stellen. Es ging um die Einsicht, dass Liebe trotz eines sehnlichen Herzens nicht immer ausreicht. Nachdem ihre Ehe mit Gregg Allman gescheitert war, stand Cher am Scheideweg. Ihre Musikkarriere kämpfte und es schien, als würde das Geschäft, das sie früher kontrolliert hatte, ohne sie weitergehen. Doch sie gab nicht auf. Cher schloss sich mit Casablanca Records zusammen, einem renommierten Label, das für seine starke Präsenz während der Disco-Ära bekannt war, und war entschlossen, ihre Stimme in einer Welt, die sich schnell veränderte, wieder zu erheben. Cher, die zuvor Rockmusik bevorzugt hatte, willigte ein, einen neuen Sound auszuprobieren. Bei den Aufnahmen zu Take Me Home machte sie sich die Rhythmen und die Optik von Disco zu eigen. Paradoxerweise war das Genre, das sie zurück ins Rampenlicht katapultierte, dasjenige, dem sie zuerst widerwillig gegenüberstand. Take Me Home, der Titelsong, wurde zu einem dringend benötigten Hit. Er war kühn und schön und anders als alles, was sie je gemacht hatte. Und er war erfolgreich. Der Erfolg von Cher brachte sie zurück ins Rampenlicht. Diesmal als Disco Queen. Als sich ihr Image weiterentwickelte und sie Vergleiche mit den aktuellen Königinnen des Genres zog, wagte sie sich auf diese neue Bühne. Den Spitzenplatz zu halten, war jedoch genauso schwierig wie der Weg dorthin. Später im selben Jahr veröffentlichte sie Prisoner, ihr zweites Album. Das Projekt
das zunächst ihre Rock- und Disco-Seiten zeigen sollte, hatte Schwierigkeiten, ein Gleichgewicht zu finden. Cher plan, sich den Erwartungen des Labels zu widersetzen, indem sie weniger tanzorientierte, intimere Inhalte einbrachte. Folglich erreichte das Album keine Hitparade und wurde kaum beachtet. Unbeeindruckt davon folgte Cher ihrem Instinkt und konzentrierte sich wieder auf ihre Wurzeln in der Rockmusik. Les Dudek, ihr Gitarrist und damaliger Partner, gründete 1980 mit ihr die Band Black Rose. Mit einem aggressiveren Sound und einer rebellischen Note wollte die Band ein authentisches, unverfälschtes Rockerlebnis bieten. Cher konnte sich endlich ihren Lebenstraum erfüllen, eine echte Rockband zu leiten. Allerdings gab es eine unerwartete Herausforderung. Ihr Name stand nicht auf dem Cover der Platte, ihre kraftvolle Stimme war nicht sehr bekannt. Und das Projekt verschwand langsam aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. Die Band löste sich im Stillen auf, nachdem die Plattenverkäufe schlecht waren. Ihre persönliche Beziehung und ihre musikalische Zusammenarbeit waren 1982 beendet. Doch Cher ließ sich trotz dieser Hindernisse nicht von ihrem Engagement abbringen. Sie bewegte sich weiter, war begierig darauf, neue Dinge zu erleben und suchte immer nach dem Sound und der Umgebung, die sie nach Hause bringen würde. In dieser Zeit erlebte sie sowohl Triumphe als auch Rückschläge in ihrem Leben. Aber es offenbarte auch das Wesen von Chers Identität. Eine Künstlerin, die sich immer wieder neu erfindet, neu aufbaut und aufsteigt, auch wenn niemand hinschaut. Eine Frau, die sich der Stagnation widersetzt. Cher traf eine mutige Entscheidung, nachdem sie mit persönlichen Liebeskummer und künstlerischen Hindernissen zu kämpfen hatte. Sie wandte sich einer ganz anderen Sache zu, der Schauspielerei. In einem Moment, in dem sie sich hätte zurückziehen können, war es mehr als nur ein Wechsel des Arbeitsplatzes. Es war ein Vertrauensvorschuss. Der Wandel und die Auswirkungen Hollywoods. 1983 hatte sie eine Nebenrolle in dem Film Silkwood, in dem mit Kurt Russell und Meryl Streep zwei Titanen der Branche mitwirkten. Die Geschichte, die auf den tatsächlichen Ereignissen um Karen Silkwood basiert, war dramatisch und intensiv. Und Chers Darstellung verblüffte sowohl Kritiker als auch Zuschauer. Sie wurde für einen Academy Award als beste Nebendarstellerin nominiert und gewann einen Golden Globe für ihre Leistung. Für viele Menschen war dies die erste Begegnung mit Cher, die mehr als nur eine Sängerin oder Performerin war, nämlich eine echte Schauspielerin mit Tiefe, Bandbreite und Gefühl. Dies war ein entscheidender Moment. In den folgenden Jahren baute sie ihren Namen in Hollywood weiter aus. In hochgelobten Filmen wie Mask und Suspect zeigte sie ihre Fähigkeiten, die Leinwand in Dramen und komplexen Charakterdarstellungen zu beherrschen. Ihren Platz in der Filmgeschichte begründete sie jedoch erst 1987, als sie in der romantischen Komödie Mondsüchtig die Hauptrolle spielte, die ihr Leben veränderte. Cher war in ihrer Darstellung von Loretta Castorini, einer verwitweten Italo-Amerikanerin, zwischen Emotionen und Rationalität. Bezaubernd und doch erschütternd. Für ihre unvergleichliche Präsenz und Authentizität wurde Cher mit dem Oscar als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Und die Wärme, der Humor und die emotionale Ehrlichkeit des Films begeisterten das Publikum weltweit. Es war nicht nur eine Trophäe. Das war eine starke Aussage. Eine der am meisten gefeierten Künstlerinnen ihrer Zeit war eine Frau, die aufgrund ihrer Herkunft in Frage gestellt, verspottet und definiert worden war. In Chers Leben ging es in dieser Zeit um mehr als nur um Leistung. Es hat mit Veränderung zu tun. Es war die Zeit, in der sich all die Anstrengungen, die Kreativität und die harte Arbeit auszahlten. Sie hatte neu angefangen. Und sie war erfolgreich. Das Mädchen, das sich in der Schule immer unwohl fühlte. Die Schuhe der jungen Frau waren mit Gummibändern versehen. Nachdem man ihr mitgeteilt hatte, dass sie ohne ihren Partner nicht überleben könne, stand die Künstlerin auf dem Höhepunkt Hollywoods allein da. Chers Leben nahm eine weitere, unerwartete Wendung. Als sie sich gerade auf dem Höhepunkt ihrer Schauspielkarriere befand,
und mit Preisen, Beifall und beeindruckenden Leistungen ihre Flexibilität unter Beweis stellte. 1987 wurde Cher während der Dreharbeiten zu The Witches of Eastwick krank. Zunächst waren die Symptome nur schwach ausgeprägt, aber es wurde immer schwieriger, sie zu ignorieren. Was als Müdigkeit begann, entwickelte sich zu einem ernsthaften Gesundheitsproblem, das ihr Leben für lange Zeit beeinträchtigen sollte. Cher hatte den Ruf, temperamentvoll und enthusiastisch zu sein. Doch plötzlich litt sie an einem körperlichen und geistigen Gebrechen. Die Zahl der Todesopfer war weitaus höher, als man von außen sehen konnte. Als sich die Krankheit verschlimmerte, bekam sie eine Lungenentzündung und musste ihre Arbeit ganz aufgeben. Sie konnte 2 Jahre lang nichts tun. Sie war keine Sängerin. Sie war gezwungen, Rollen abzulehnen. Ihre körperlichen Einschränkungen hinderten sie daran, die Rollen zu spielen, die sie immer angestrebt hatte. Später beschrieb sie gegenüber der New York Times, wie emotional und körperlich anstrengend diese Zeit war. Sie sagte, das habe mich sehr verärgert. Wer kann es ihr verdenken, dass sie so hart arbeitet und solche Fortschritte macht, nur um dann durch etwas gestoppt zu werden, auf das sie keinen Einfluss hat. Es war eine gedämpfte Trauer, die Art von Trauer, die sich in der Einsamkeit entwickelt, abseits von Scheinwerfern und Lob. Als Cher schließlich zurückkam, musste sie von vorne anfangen. Öffentliche Dramen und Schlagzeilen haben dieses Kapitel nicht geprägt. Stille Trauer, unsichtbare Tapferkeit und eine Frau, die lernt, wieder aufzustehen, nachdem sie zum Aufhören gezwungen wurde, waren seine bestimmenden Merkmale. Sonny Bono begann seine eigene Schicht, was die Menschen, die ihren Aufstieg miterlebt hatten, schockierte, während Cher ihre eigene Karriere in Musik und Film verfolgte. Ende der 1980er Jahre verließ Sonny Bono das Rampenlicht der Unterhaltungsbranche und wandte sich einem ganz neuen Bereich zu, der Politik. Er wurde 1988 zum Bürgermeister von Palm Springs, Kalifornien, gewählt. Es war ein wichtiges neues Kapitel für den Mann, der zuvor die Bühne und die Fernsehbildschirme mit Cher aus aller Welt geteilt hatte. Doch Sonny war entschlossen, die Dinge zu ändern. Nachdem er die politische Karriereleiter hinaufgestiegen war, wurde er 1994 in den US-Kongress gewählt und vertrat dort den 44. In einem Umfeld, das sich von der Showbranche stark unterschied, war dies eine neue Rolle, die ihm Respekt und Verantwortung einbrachte. Trotz der Tatsache, dass ihre Romanze bereits Jahre zuvor endete, verlor Cher nie die Bedeutung von Sonny in ihrem Leben aus den Augen. Sie und eine ganze Generation wurden durch ihre Zusammenarbeit geprägt. Dann trat ein unvorhergesehenes Ereignis ein. Sonny wurde während seines Urlaubs in Aspen, Colorado, in einen schrecklichen Skiunfall verwickelt. Die ganze Welt war schockiert von diesem Ereignis, über das ausführlich berichtet wurde. Cher jedoch spürte die Auswirkungen mehr als alle anderen. Cher verließ London sofort, um bei ihrer Familie in Los Angeles zu sein. Bei der Trauerfeier für Sonny erschien sie vor Freunden, Familie und der Öffentlichkeit. Nicht als Popstar, sondern als jemand, der ihr einmal die Welt bedeutet hatte. Ihre Laudatio war von Herzen kommend und ergreifend. Sie weinte, als sie sich an Sonnys Vision, sein Genie und daran erinnerte, wie er aus einem schüchternen 16-jährigen Mädchen und sich selbst eines der erfolgreichsten Unterhaltungsteams seiner Zeit geschaffen hatte. Anstatt über den Stress und die Trauer der Vergangenheit zu sprechen, sprach sie über den Respekt und die Dankbarkeit, die immer noch vorhanden sind. Sie erinnerte alle daran, dass sie sich hinter der Komödie, der Musik und dem Spektakel ein Mann mit Ambitionen und der Kraft verbarg, diese zu verwirklichen, selbst auf die unwahrscheinlichste Art und Weise. Es war eine Zeit der Reflexion, des Abschlusses und des tiefen Mitgefühls. Chers Kommentare waren trotz ihrer zittrigen Stimme entschlossen und würdigten eine schwierige, aber entscheidende Periode ihres Lebens, die den Grundstein für alles legte, was danach kam. Die Reise der Mutter und die Kämpfe der Mutter.
Die schwierigste aller Aufgaben war es, Mutter zu sein. Aber es war auch diejenige, die Cher ihren internationalen Ruhm und ihr glanzvolles Vermögen bescherte. Die Anforderungen ihres Arbeitslebens schufen häufig eine schwer zu überwindende Barriere zwischen ihr und ihren Kindern, obwohl sie sehr liebte. Sie musste lange arbeiten, viel reisen und für ihren Job ständig im Rampenlicht stehen. Elijah Blue Allman, ihr jüngster Sohn, sprach in einem herzerwärmenden Interview, das 2014 geführt wurde, über seine Erfahrungen mit einer Mutter, die in der ganzen Welt bekannt war. Da er damals erst 7 Jahre alt war, fühlte sich die Entscheidung, ihn in ein Internat zu schicken, für ein kleines Kind wie eine Vernachlässigung an. Elijah nutzte dies als Mittel, um seinen stillen Kummer über diese prägenden Jahre auszudrücken. Wenn man mit 7 Jahren auf ein Internat geht, ist es schwer, das Gefühl zu haben, dass man nicht gemieden wird, erklärte er. Elijah behauptete, dass er, obwohl er jetzt erwachsen ist, immer noch die Gefühle aus seiner Kindheit verarbeitete und dass die Trennung, die in einer so kritischen Zeit stattfand, einen bleibenden Einfluss auf sein Herz hatte. Ehrlich gesagt, sagte er, ich bin zwar in einem Alter, in dem ich es akzeptiere, weil man es einfach tun muss, aber das bedeutet nicht, dass es passend ist. 2013 gab es einen Hoffnungsschimmer. In einem Versuch, den Kontakt wiederherzustellen und ihre Beziehung wieder zu beleben, zogen Elijah und seine Frau Mariangela King kurzzeitig bei Cher ein. Wie so oft im Leben wurden die Dinge komplizierter, als sie hätten sein müssen. Es war eine Zeit der Hoffnung, eine Chance, alte Wunden zu heilen und ihre Verbindung wiederherzustellen. Ein Streit, dessen Einzelheiten nie bekannt gegeben wurden, zerriss erneut das zarte Band zwischen Mutter und Sohn. Infolgedessen wurden die Mutter und der Junge voneinander getrennt. Elijah drückte in seinen nahen Äußerungen jedoch keine Bitterkeit aus. Er betrachtete ihre Beziehung als einen Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist, und gab zu, dass zwar viele Probleme gelöst wurden, es aber immer noch solche gibt, die noch nicht geklärt sind. Als Erwachsener hat man einen anderen Umgangston als Teenager, sagte er, aber es gibt definitiv Dinge, die noch nicht geklärt sind. Es gab eine Sache, die trotz allem immer noch offensichtlich war. Elijah liebte und schätzte seine Mutter zutiefst. Ihr Talent ist einfach verblüffend. Sie ist so schön. Sie ist Cher für den Anfang. Was kann man daran nicht lieben? Sagte er mit sanftem Ernst. Die Geschichte handelt nicht von einer perfekten Wiedervereinigung, sondern vielmehr von der emotionalen Komplexität einer Mutter und eines Sohnes, die versuchen, durch die Dunkelheit der Zeit, des Ruhms und des Schmerzes zu navigieren. Jeder Mensch hat einen Weg hinter sich, und hinter jeder Ikone steht ein Mensch. An diese beiden Dinge wird hier erinnert. Die Konventionen der damaligen Zeit bestimmten nicht Chers Erfahrung als Mutter. Durch ihr Leben auf der Bühne, ihre ständige Bewegung und die Anforderungen der Berühmtheit hatte sie in der Regel nur wenig Zeit für einen konventionellen Familienalltag. Ihre Liebe zu ihren Kindern war ungebrochen, auch wenn der Weg zum Verständnis nicht einfach war. Eines Tages sollte ihr erstes Kind mit Sonny Bono, später bekannt als Chastitys Sohn Bono, eine tiefgreifende persönliche Veränderung erfahren. Sowohl ihre Beziehung als auch ihre Fähigkeit, gemeinsam zu wachsen, sollten durch diese Veränderung auf die Probe gestellt werden. Chastity beschloss, in den späteren Jahren des 21. Jahrhunderts als Chaz Bono zu leben, und sie begann mit dem Prozess der Änderung ihres Geschlechts von weiblich zu männlich. Aufrichtigkeit, Mut und Selbstfindung waren alles Elemente meiner Reise. Für Chaz bedeutete dies, dass er endlich akzeptiert hatte, wer er wirklich war. Cher hingegen fühlte eine Welle von Angst und Sorge, die aus dem Eingriff resultierte. Sie gab zu, dass Cher zwar seit langem als ein Leuchtturm des Mutes und der Akzeptanz in der LGBTQ-Gemeinschaft gefeiert wurde, dass der Wechsel von Chaz aber zunächst schwierig für sie war. Sie kämpfte mit der Entscheidung, die Tochter loszulassen, weil sie das Gefühl hatte, die Tochter zu verlieren, die sie gekannt hatte, und die Ungewissheit über den Sohn, den sie gerade erst zu verstehen begann. Cher hat in einem Interview mit Pride Source offen und ehrlich gesagt,
dass sie nicht gut mit dem Thema umgegangen ist. Anfangs machte sie sich Sorgen darüber, was für ein Mensch Chas einmal werden würde und ob sie dabei einen Teil ihres Kindes verlieren würde. Doch dann begann die Liebe, die stärker war als die Verwirrung, Gestalt anzunehmen. Cher wurde schließlich zu einer starken Befürworterin des Glücks von Chas und seiner Freiheit. Sein Leben so zu leben, wie er es immer geplant hatte, und sie zeigte ihre Unterstützung für seine Transition. Anstatt sich zu fürchten, entschied sie sich dafür, zuzuhören, zu lernen und, vor allem, die Liebe zu wählen. Als sie darüber nachdachte, wie weit sie sich im Laufe der Jahre entwickelt hatten, sagte sie, Chas ist heute so glücklich und wir verstehen uns besser als je zuvor. Ihre Beziehung war in dieser Zeit stärker, tiefer und direkter geworden. Bei Chas Reise ging es um mehr als nur um sein eigenes Wachstum. Zuerst von sich selbst und dann von den Menschen, die einem im Leben am wichtigsten sind. Ging es um die Kraft, gesehen, verstanden und akzeptiert zu werden. Cher wurde durch diese Erfahrung daran erinnert, dass eine Mutter zu sein viel mehr bedeutet, als nur ein Kind großzuziehen. Es geht auch darum, mit ihm aufzuwachsen. Leben und Erbe. Sie unterstützte ihr Kind durch die Ungewissheit, den Wandel und die Heilung, die die Reise mit sich brachte. Es war eine Aussage der Wahrheit und ein Triumph der Liebe. Die Reise wurde als das akzeptiert, was sie war. Cher steht kurz davor, 80 Jahre alt zu werden, ein bedeutender Meilenstein, den nur wenige Menschen mit solcher Kraft, solchem Vermächtnis und solcher Entschlossenheit erreichen. Trotz all des Glamours, der Auszeichnungen und der ewigen Melodien gibt es eine Frau, die mehr erlebt hat, als die meisten Menschen je wissen werden. In ihren frühen Jahren erlebte sie Einsamkeit, Liebeskummer und die Last, falsch interpretiert zu werden, selbst von denen, die ihr am nächsten standen. Sie musste miterleben, wie Beziehungen in die Brüche gingen, war krank und fühlte sich still, während alle anderen am lautesten applaudierten. Trotz alledem bewegte sie sich weiter. Trotz Misserfolg, Angst, öffentlicher Kritik und persönlichem Leid hat sich Cher immer wieder neu erfunden. Jede Neuerfindung war mehr eine Frage des Überlebens als der Leistung. Dies war die Rückkehr der Autorität. Sie hat mehrere Leben in einem gelebt, darunter das einer Mutter, einer Tochter, einer Außenseiterin, einer Ikone und einer Stimme für diejenigen, die keine hatten. Und sie blieb gelassen, trotzig, anmutig und mit dem besonderen Feuer in der Seele, das sie in jedem Kapitel, sei es Freude oder Trauer, spürte. Ihr Leben ist authentisch und ganz und gar das ihre, auch wenn es vielleicht nicht perfekt oder geradlinig ist. Möglicherweise ist es das, was ihre Geschichte so unvergesslich macht. Hier ist die Frage, und wir würden gerne Ihre Meinung dazu hören. Verändert Cher die Definition des Alterns? Oder ist sie einfach eine ungewöhnliche Ausnahme von der Norm? Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung mit und lassen Sie uns wissen, welche Cher-Zeit ist Ihre Lieblingszeit? Die Disco-Queen der 1970er Jahre, der Rocker der 1980er Jahre, der Filmstar der 1990er Jahre oder die zeitlose Ikone von heute. Bitte drücke Gefällt mir, abonniere und tippe auf die Glocke, wenn dieses Video dich schockiert, motiviert oder dazu gebracht hat, 10 Sit-Ups zu machen. Weitere Auftritte, legendäre Geschichten und lebensverändernde Ereignisse sind in Sicht.